Ich bin extra nach Schottland geflogen, um euch die größten Pferde der Welt vorzustellen. Und zwar bin ich heute bei den Kelpies. Lasst euch überraschen und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich bin natürlich nicht extra nur für die Kelpies nach Schottland geflogen und fliege dann wieder zurück, sondern ich habe auch noch ein anderes Video gemacht. Das bekommt ihr dann auch noch zu sehen. Und nebenbei habe ich die Tage, wo wir hier waren, einfach so ein bisschen Urlaub gemacht, die Stadt erkundet, Schottland ein bisschen erkundet und ein bisschen mehr erfahren. Und jetzt aber zu den Kelpies. Hallo. Das eben war nur die kleine Variante. Das hier sind jetzt die Riesen-Kelpies, die großen. Die Kelpies wurden von dem Bildhauer Andy Scott gebaut. Und jedes Kelpie, also ein Kelpie, wiegt um die 300 Tonnen und wurde von 7000 einzelnen Edelsteinplatten gemacht. Und die zwei wurden am 21. April 2014 dann feierlich eingeweiht. Es gibt eine Kelpie-Theorie, an die die schottische Bevölkerung glaubt. Die weicht aber ein bisschen ab. Es gibt nämlich die Theorie, also Kelpies, das sind Pferde sozusagen. Die leben im Wasser in kleinen Flüssen und sie tauchen meistens als Pferde auf. Aber manchmal haben sie auch einen Fischschwanz dann statt einem normalen Pferdehinterteil. Und dann wenn Wanderer vorbeikommen, dann sagen sie, hey komm, ich helfe dir über den See, ich bringe dich auf die andere Seite. Aber wenn sie dann einmal auf dem Rücken sind, die Wanderer, dann sind die Kelpies ganz fies und ziehen die Wanderer einfach in die Tiefe und fressen sie auf. Dann hat man auch keine Chance mehr, sobald man auf dem Rücken ist, kommt man nicht mehr runter. Also behütet euch vor einem Kelpie. Es gibt die Theorie, die weicht jetzt ein bisschen ab, dass manche sagen, die Kelpies sich in eine weibliche Schönheit verwandeln, um männliche Wesen anzulocken und dann in die Tiefe zu ziehen und aufzufressen. Andere sagen aber, dass die Kelpies sich in männliche Wesen verwandeln, um weibliche Wesen anzuziehen und dann in die Tiefe schlingen. Ich glaube, sie tun beides, denn sie wollen jetzt schließlich auch beide haben, beziehungsweise haben sie dann mehr Futter, wenn sie beides tun. Das andere Video aus Schottland, was ich gedreht habe, das bekommt ihr noch zu sehen. Das dauert allerdings wahrscheinlich noch ein paar Monate oder so, bis das geschnitten werden kann und alles und dann hochgeladen werden kann. Aber abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr es auf gar keinen Fall. Das Gelbe, was ihr da sehen könnt, ist ein Ball, den hat scheinbar jemand durch das Nasenloch, das arme Pferd, da reingeschossen. Die zwei Pferde haben einen offiziellen, inoffiziellen Namen, wie auch immer, und zwar nämlich Head Up und Head Down. Also Head Up ist Kopf hoch und Head Down ist Kopf runter. Der hier vorne ist Duke, also der Head Down, also Kopf runter. Und das ist so ein bisschen der das Kelpie darstellt. Und der hintere ist Baron, ist der Head Up, also der Kopf hoch. Das ist so ein bisschen der so schönere, der imposantere Kelpie. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wenn ihr ein Pferd habt, wenn ihr reitet oder eine Reitbeteiligung habt oder vielleicht sogar ein eigenes Pferd, welches der beiden Pferde eher so eurem Pferd entsprechen würde. Ich glaube, Juni wäre eher so der, ich weiß nicht, so beides zu ihm passen. Der Head Down ist eher so der entspanntere, der chilligere. Das würde viel mehr zu Juni passen. Aber der Head Up ist halt manchmal beim Laufen, Schrägstrich töten. Da ist er so ein bisschen so, ich bin eine Giraffe. Aber ich würde ihm eher Duke zuordnen, also dem Head Down Pferd. Hier, wo ich jetzt stehe, brauche ich keine Angst zu haben, denn das ist so eine Art Teich, See, wie auch immer. Die Kelpies sind eher in fließenden Gewässern, also so einem Fluss, einem Bach und helfen da Wanderern über den See. Und hier sind ja keine Wanderer, die jetzt das Wasser überqueren wollen, die sie dann fressen können. Ich würde aber sagen, ich genieße jetzt noch ein bisschen schottische Sonne. Oh mein Gott, wir haben mal Sonne in Schottland und ich kann nicht mehr reden. Auch so, wenn wir ausreiten gehen, hat Juni auch manchmal so ein bisschen Angst vor dem Wasser. Vielleicht weiß er um die Storys von den Kelpies und hat Schiss, dass die ihn auffressen oder er will mich einfach beschützen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, könnt ihr hier oben sehen, wo Juni ein bisschen Schiss vor dem Wasser hatte. Und hier unten könnt ihr ein Video sehen, wo ich bei Pferden war, die eine ähnliche Rasse wie Duke und Baron sind. Lasst doch gerne einen Daumen, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann würde ich sagen, tschüss und hütet euch vor den Kelpies.